Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst, bevor wir auf den EU15 Serverstart eingehen, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für den mega krassen Stream, den wir gestern auf Twitch vollbracht haben. 13,5 Stunden waren wir live und haben zusammen den Serverstart zelebriert und mit Chris zusammen einen sehr erfolgreichen Kochstream gemacht. Das Ganze gibt es als VOD auch noch auf Twitch zur Verfügung. Das hält, glaube ich, dort circa 2 Wochen. Ja, wer das verpasst haben sollte, kann da sehr gerne vorbeischauen. Hier ist das ganze Ding noch online und ich weiß nicht ganz genau, wie lange das hält. Ich hatte ja gesagt gehabt, solche Highlight-Streams möchte ich auch auf YouTube hochladen. Ich bin auch noch dabei, das Ding lädt hier seit gestern hoch und ich weiß nicht, ob es genau klappt. Der Export von Twitch zu YouTube direkt ist schon ein paar Mal fehlgeschlagen, weil die Datei zu groß ist, das Video zu lang. Es geht nur bis 12 Stunden irgendwie. Und das hat schon ein paar Mal fehlgeschlagen. Jetzt habe ich die Datei gestern noch gedownloadet und versuche sie jetzt gerade zu uploaden. Der uploadet aber schon seit, keine Ahnung, was weiß ich, wie lange jetzt hier schon irgendwie. Und dann weiß ich nicht mal hundertprozentig genau, ob das dann überhaupt funktioniert und das komplette Video online zu stellen ist. Ja, deswegen, wer sich das anschauen will, sehr gerne nochmal auf Twitch vorbeischauen. Da ist das ganze VOD in voller Länge nochmal zur Verfügung, wer daran Interesse hat. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, der auch über den ganzen Stream reinkam. Das weiß ich sehr zu schätzen. Die ganzen neuen Follower, die ganzen Support-Sachen, so Donations, Bits, was weiß ich, alles. Es waren super viele Leute am Start, deswegen Dankeschön auf jeden Fall. Hat sehr, 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 sehr doll Spaß gemacht. Chris hat es auch sehr viel Spaß gemacht, kann ich euch sagen. Und war eine super, super schöne Sache, sonst hätten wir ja auch nicht so lange durchgezogen. Ne? Ja, ansonsten das erstmal soweit dazu. War sehr schön und wir sind gestern bei den Pilzhassern hier gelandet auf EU15. Da möchte ich auch nochmal einen schönen Gruß an die Gilde hier ausrichten. Huch, da wäre ich auch schon ausgeloggt hier, ja. Einen schönen Gruß an die Gilde hier, die Pilzhasser. Da waren auch gestern sehr viele im Stream gewesen tatsächlich, die auch dabei waren und auch supportet haben und da auch irgendwie Subs gegiftet haben und sowas. Deswegen super liebe Leute hier. Ich werde natürlich auch nicht hier langfristig auf dem Server spielen, das hatte ich auch schon so kommuniziert. Mit der Gildenleitung war gestern auch dabei und deswegen versuche ich hier trotzdem jetzt noch die Woche oder so, mal gucken, wie lange wir hier auf dem Server aktiv sind, mein Bestes zu geben. Wenn ich nachher selbst merken sollte, ich komme nicht mehr hinterher, dann werde ich das auch rechtzeitig kommunizieren. Ich hatte gestern auf dem Server hier erst einen ganz guten Progress gemacht, sag ich mal. Ja. Dann haben wir ein bisschen angefangen, halt eben in die Kochrichtung zu gehen. Und da haben wir halt sehr viel Zeit eben benötigt gestern, sodass es kaum möglich gewesen ist, den Account am ersten Tag so zu spielen, wie ich mir das erwünscht hätte. Ja, es war halt eben Zeitmangel. Ja, wir haben um 14:30 Uhr angefangen. Es war Zeitmangel. Bis 0 Uhr. Wir haben es nicht geschafft, beziehungsweise ich habe es nicht ganz geschafft, den Account halt eben nach meinen Vorstellungen so zu spielen, wie ich ihn haben wollte. Ja, wir haben kurz nach 0 Uhr noch weitergemacht. Der Chris hatte gestern seinen High-Level-Account und seinen W50-Account bei mir auch noch gespielt. Und dann kam halt eben eins zum anderen und es war halt eben nicht ganz so perfekt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber am Ende des Tages ist es auch Wayne, denn wir sind hier auf dem Server sowieso nicht so extrem lange aktiv. Ja, ansonsten, ich habe den Druiden gespielt, ich habe ihn so ein bisschen mal angetestet und muss sagen, er hat mir gestern in den Dungeons auf jeden Fall gut Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich sehe hier leichte Tendenzen irgendwie, beziehungsweise Vergleiche. Das hatte ich gestern so gemerkt, zum Nekromant so ein bisschen. Also es ist teilweise echt random durch seine Attacken, wenn er mit seinem Sturzflug hier rankommt und das macht ziemlich Aua. Hier sind teilweise Tries dabei, wie beim Nekromant auch, wenn er mit seinem Hound crittet, dann ist halt Game Over. So, ne? Und hier beim Druiden habe ich so dasselbe festgestellt, dass der teils echt ziemlich
random sein kann und da Tries dabei sind, wo du dir so denkst, okay, so wie diese hier, das wird überhaupt nichts. Und dann auf einmal wie die Phönix aus der Asche, ist der Gegner down. So, also das fand ich schon krass. Hier, da zum Beispiel, habt ihr gesehen? Den Try eben gerade? Das meine ich damit. So, und der Druide, der scheint mir ziemlich volatil zu sein, was es wiederum für Serverstarts vielleicht sogar in Zukunft interessant macht, die Klasse zu nehmen, weil sie halt eben doch ziemlich viel Schaden raushauen kann. Und eventuell ergibt sich da ein Trend dahingehend, dass die Klasse vielleicht ein bisschen Überhand nimmt, so vielleicht. Ich weiß nicht, ob die eines Tages mehr gepickt wird als zum Beispiel der Dämonenjäger oder so, geschweige vom Nekromant selbst oder Berserker. Allerdings sehe ich für die Klasse echt gutes Potenzial, dass die öfter mal bei Serverstarts auf jeden Fall mit dabei ist. Ja. Ansonsten, wenn wir mal einen Blick in die Ehrenhalle riskieren, Holy Macaroni. Da haben wir hier schon jemanden. Ach du Digga, das ist ja krass. Das ist ja krass. Wir haben hier, es ist gerade 13 Uhr der Aufnahme. Keine Ahnung, wann er hier Stufe 210 gepackt hat, aber das ist ja heftig. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Never Steal My Name hat Stufe 210 hier mittlerweile erreicht. Den letzten Einblick, den ich hier hatte auf dem Server, war halt eben kurz nach 0 Uhr. Dort haben 4 Leute aus der Gilde Freedom, oder ich weiß nicht, ob 4 aus der Gilde Freedom waren, aber es waren auf jeden Fall 4 Accounts und ich glaube auch 4 Kundschafter, die alle an Tag 1 um 0 Uhr Stufe 63 erreicht haben. Ich glaube, so war das. Und die waren alle beim selben Dungeon-Gegner stuck gewesen. Und das fand ich sehr interessant auf jeden Fall, als ich das gesehen hatte um 0 Uhr, dass halt eben alle auf der selben Stufe gewesen sind. Und deswegen, das war auf jeden Fall so der Tag 1 auf dem Server. Und es sieht relativ verhalten aus. Wir haben hier viele Leute natürlich dabei. Es ist natürlich auch noch relativ früh morgens. Wir haben Samstag, ne? Wir legen das Niveau ja mittlerweile schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Ne? Also, das war der Account. Ich muss sagen, wir legen das Niveau schon ziemlich hoch. Wir haben es jetzt gerade Samstag um 13 Uhr, wo ich das Video hier gerade aufnehme. Ne? Und wenn man sich hier die Ehrenhalle anschaut, dann sagt man, ist verhalten. So, ne? Aber wer hat denn nach keine Ahnung, nicht mal 24 Stunden überhaupt so einen Account hochgezogen über Stufe 60 oder so, ne? Überhaupt an Tag 1,63, schon heftig. Aber insgesamt würde ich schon sagen, es ist halt noch ziemlich gemischt, die Ehrenhalle hier. Ich glaube aber, es scheinen sich leichte Tendenzen hier zu ergeben, welche die Top-Performer-Gilden werden hier auf dem Server. Das ist zum einen auf jeden Fall Freedom, was ich hier sehe. Dann Highway to Hell haben wir hier vereinzelt dann noch und Stairway to Heaven. Das sind so die 3, die ich hier am meisten sehe. Ein paar von Distance Warriors haben wir hier noch am Start, aber ich denke mal, so wie es momentan gerade aussieht, ist es Freedom, die hier am Start sind und die Gilde hier, die den Server momentan anführen. Angeführt hier auch von Reckless, also von Capso, der halt eben auch schon mit der Gilde Freedom auch schon einige Rekorde aufgestellt hat in der Vergangenheit und ich bin gespannt, was die Gilde hier auf dem Server so ausmachen wird. Ja, schöne Grüße hier auch an die ganze Gilde von Capso auf jeden Fall und wünsche ich natürlich auch viel Erfolg hier auf dem Server. Werde ich auf jeden Fall auch mein Augenmerk mal so ein bisschen drauf richten, was die hier so anstellen. Und wie die hier so performen. Ansonsten, der Server hat momentan 23.649 registrierte Spieler. Man muss dazu sagen, die haben ja gestern geworben, beziehungsweise hier in der Nachricht, dass halt mit über 20.000 Spielern auf dem Server EU15, das haben die ja schon vorher rausgehauen. Ne? Am 19.09. haben die das rausgehauen.
Und als wir uns gestern auf dem Server angemeldet haben, beziehungsweise reinkamen ab 16 Uhr, ich weiß gar nicht, da waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie 18.000 Spieler oder so registriert. Also da wurde hoch gepokert auf jeden Fall. Ne? Es ist im Verlaufe des Abends ist es dann noch dazu gekommen, dass halt noch 2000 Spieler noch dazugekommen sind, sodass man halt eben die 20k voll hatte dann. Ne? Aber ich sag mal, für den ersten Tag ist es trotzdem nicht verkehrt. Also das ist schon eine gute Hausnummer, sag ich mal. 23k für Tag 1. Ich meine, es haben sich viele halt eben vorregistriert, das muss man dazu sagen. Ne? Aber ich denke mal, dass der Server auch so wie EU14 bis zum nächsten Server, der rauskommt, EU16, wahrscheinlich auch so seine 100.000 Spieler haben wird. Da gehe ich mal von aus. Und dass der auch ja, relativ stark wird und wahrscheinlich auch Langzeitpotenzial hat. Also ja, wer hier auf jeden Fall anfangen möchte, ist noch nicht zu spät. Und deswegen, ja, so sieht das momentan das Ganze aus. Ne? Ja, mal schauen. Ne? Falls ihr ja, mich in der Ehrenhalle seht oder irgendwo auf dem Server hier und Fragen habt wegen der Gilde, weil das kam gestern auch des Öfteren vor, ich wurde leider wieder willens als Offizier ernannt hier in der Gilde, obwohl ich eigentlich gar nichts damit am Hut haben möchte. Und dann hatte ich auch ein paar Nachrichten bekommen, so von mäßig, ob ich hier auch in die Gilde rein kann. Aber eigentlich habe ich hier gar nichts zu sagen oder zu melden. Ich bin ja mehr oder weniger random hier reingekommen, durch eine Einladung und so, ne? Und bleib hier auch nicht lange. Deswegen sowas wie wenn jetzt zum Beispiel ihr auch in die Gilde hier rein wollt, gerne alles an Podsblitz schreiben. Ja, dann weiß man Bescheid, die wissen Bescheid dann und bitte nicht an mich, weil ich hier halt wie gesagt jetzt nicht großartig, ne, irgendwie jetzt einen Mehrwert zu beitrage, außer halt eben das, was in meiner Macht steht, um halt eben die Gilde so ein bisschen voranzutreiben, ausbauten. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Raid finanziert oder so, mal gucken, ich weiß nicht. Gut, dafür bräuchte man natürlich dann den Offizier, ne, aber ansonsten ja, bin ich hier halt, wie gesagt, eher undercover unterwegs, sag ich mal. Ne? Jo, genau, Freunde, das auf jeden Fall erstmal dazu. Schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr auf EU15 und was sagt ihr zum Druiden, falls ihr ihn testet oder getestet habt? Ich finde ihn auf jeden Fall jetzt ein bisschen interessanter als früher und werde ihn mir die Tage definitiv noch ein bisschen reinziehen, ein bisschen anschauen und mal gucken, was so wird. Ne? Alles klar, bis dahin, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das ist der Zwischenstand an Tag 2 am Samstag nachmittags und ja, mal gucken, was hier noch so geht auf dem Server. Ne? Bis dahin, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.